Herzlich willkommen beim Forstarena Praxisreport. Wir sind wieder unterwegs mit dem Moritz. Wir kennen den Moritz ja bisher schon aus unterschiedlichen Einsatzgebieten. Wir kennen ihn schon aus dem Wald, wir kennen ihn schon an der Forstfräse beim Mulchen. Heute probieren wir mal was Neues. Heute sind wir im Kochertal unterwegs im Magerwieseneinsatz. Wir haben heute einen Messerbalken von der Firma KEMA mit verbaut und unter anderem auch noch eine Traktionswinde. Eine Traktionswinde, eine vollautomatische Winde. Gerade hier im Einsatz, wo es etwas steiler wird, wollen wir mal schauen, wie sich der Moritz damit schlägt. Forstarena Themenabende, powered by Pfandzelt. Bei diesem Einsatz begleiten wir Micha, der hier den Moritz mit Doppelmessermähbalken bei einem Kunden vorführt. Der proportionale Fahrantrieb bietet 2 Geschwindigkeitsstufen, deren Bereich sich stufenlos vorwählen lässt. In der zweiten Stufe erreicht die Maschine bei vollem Joystick-Ausschlag eine Höchstgeschwindigkeit von 6 Stundenkilometern. Die beiden Raupenlaufwerke lassen sich hydraulisch um 40 cm auseinanderfahren, um bei der Arbeit in Hanglagen die Standsicherheit zu verbessern. Micha aktiviert die Arbeitshydraulik und setzt damit den Mähbalken in Bewegung. Zunächst bearbeitet er die flacheren Bereiche, um sich an die neue Gerätekombination zu gewöhnen. Alle Funktionen des Moritz lassen sich über die Funkfernsteuerung bedienen. Zum Fahren braucht man nur einen Joystick. So hat der Bediener die zweite Hand frei zur Steuerung des Arbeitsgeräts. Das großdimensionierte Fahrwerk und das geringe Eigengewicht der Maschine erlauben einen bodenschonenden Einsatz. Mit einem Drehregler kann Micha dem seitlichen Abdriften am Hang entgegenwirken. Das 2 Meter breite Doppelmessermähwerk von KEMA wurde speziell für kleine Trägerfahrzeuge entwickelt. Mit einem Eigengewicht von 230 Kilogramm stellt es den Moritz vor keine große Aufgabe. Für den hydraulischen Antrieb werden ein Ölfluss von 30 Litern pro Minute und ein druckloser Rücklauf benötigt. Die Hubwerksentlastung kann Micha an der Fernsteuerung einstellen. Das komplette Mähwerk ist pendelnd aufgehängt und kann sich dem Boden quer zur Fahrtrichtung gut anpassen. Die Schnitthöhe bestimmt man über verschiedene Gleitkufen unter dem Mähbalken. Die beiden Scheiben trennen das Mähgut und sorgen so für einen gleichmäßigen Materialfluss. Trotz der beachtlichen Aufwuchshöhe fließt das geschnittene Gras gut nach hinten ab. Die Flächen mähen wir für die Firma Linder Mönch, wo für diese Arbeit normalerweise ein großer Motormäher verwendet wird. Geschäftsführer Johannes Linder erklärt uns den Sinn dieser Maßnahme. Wir sollen die Fläche mähen für den Landschaftserhaltungsverband in Künzelsau. Das sind Naturschutzflächen, ein Teil ist privat, ein Teil ist vom Land. Und das sind Magerwiesen, wo relativ seltene Gräser und Tierarten drauf leben. Und das Ziel ist, dass die immer wieder abgeräumt werden, dass die Stickstoffeintragung einfach abgeräumt wird und dass hier keine Verdickung ist, dass die magere Rasen eigentlich weiter erhalten bleiben. Johannes Linder besitzt selbst einen Moritz, der vorwiegend im eigenen Forstbetrieb mit der Seilwinde, am Forstmulcher, mit der Stockfräse und an der Sämaschine zum Einsatz kommt. Bei der Pflege dieser Naturschutzflächen nutzt er die Raupe mit einem Krokodilgebiss, um das Gras von den Hängen zu räumen. Zurück zu den Mäharbeiten. Weiter oben wird die Fläche immer steiler. Deshalb bringt Micha jetzt die neue Traktionswinde zum Einsatz. Dazu zieht er das Seil aus und befestigt es an einem Baum. Einmal aktiviert, regelt sich das System vollautomatisch. Das Seil wird synchron mit dem Fahrantrieb auf- und abgespult und immer mit dem eingestellten Wert vorgespannt. Diese Spannung kann man stufenlos an einem Drehregler einstellen. Bergauf unterstützt die Winde den Fahrantrieb, sodass der Moritz ohne Schlupf vorankommt. Bei Fahrten in Schichtlinie hält sie das Fahrzeug auf Spur und verhindert ein seitliches Abrutschen oder Umkippen. Bergab hilft das Seil, die Raupe zu bremsen.
Über einen Faster-Schnellkuppler wird die Winde von der Leistungshydraulik des Moritz mit Öl versorgt. Die hydraulische Seilführung gewährleistet eine saubere Wicklung auf der Trommel. Der vertikal gelagerte Rotationsarm lässt sich bei Bedarf verlängern. Er sorgt dafür, dass das gespannte Zugseil den Moritz nicht behindert. Die Raupe kann sich frei in alle Richtungen bewegen. Die Traktionswinde ermöglicht bodenschonendes Arbeiten und bringt mehr Sicherheit in den Steilhang. Sie verschiebt die Einsatzgrenze in Bereiche, wo man mit solchen Fahrzeugen bisher nicht arbeiten konnte. Weitere Videos über das ferngesteuerte Raupenfahrzeug im Forst, in der Landschaftspflege und im Winterdienst findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.